So, kurz nach 7 aus dem Zelt gequält und jetzt wird zusammengepackt. So, wir haben 8:30 Uhr, gut weggekommen, heute auch kein Nebel und auf geht's. Das kann ich nur hoffen, dass bei den nächsten Schleusen der Konstrukteur, der eigentlich nur eine Aufgabe hatte, eine Schleuse zu konstruieren zum Selbstschleusen, und wo dann nicht eine Brücke da ist, wo man dann das Kabel, die Schnur nicht vorbeikriegt. Schauen wir mal, ob der nächste das geschafft hat. Also, dass es möglich ist, sowas zu konstruieren, das haben ja die oben die Schleuse konstruiert haben, geschafft. Jetzt bin ich mal gespannt. So, da vorne kommt das erste Schiff des Tages entgegen. Die 1136. Okay, ist auch mal ein Schiffname. Dicht gefolgt vom zweiten Schiff, der Bavaria. Ups. Die müssen ganz schön Wasser rauspumpen. Aber wenn es natürlich die Bavaria 21 ist, dann fragt mich natürlich, was ist mit Bavaria bis 20 geworden? Diese Brücke scheint strategisch sehr wichtig zu sein. Da vorne ist die Schleuse. Jetzt bin ich ja gespannt, ob ein Gehirnathlet die Schleuse entworfen hat. Auf jeden Fall hat er wirklich ein blitzgescheiter konstruiert. Man kann es leider nicht durchtreideln. Mal gucken, wie wir jemanden findet, der mir hilft. Drüben hat Arbeiter, ich glaube sogar vom Werk. Fragen wir mal. Guten Morgen. Ich wollte fragen, ob ihr mir kurz helfen könnt beim Schleusen. Kann man nicht alleine machen. Ja, gut. Ja. Eine Bootschleuse sind sie, oder? Ja, in der kleinen. Ja. Und da ist eine Brücke davor, da kann ich sie nicht durchziehen. Okay, gut, ja, das sind wir drauf. Oh, danke. Braucht noch ein wenig. Braucht noch ein wenig, bis sie voll ist. Nee, das ist Ja, geil. ja. Ah, Das geht wirklich so. ja, ja. Vielen Dank. 8 Minuten. Ja, ja. Ja, ich könnte ruhig einsteigen. Ja. Danke.
Und hier die Fischtreppe funktioniert natürlich auch nicht. Die ist vollgesetzt mit Treibholz. Da ist keine Treibholzsperre davor. Da sind wir gleich unten. Mein Paddel habe ich auch schon auf 40 cm, 1,40 verkürzt. Da kann nichts mehr schief gehen. So, das Tor geht auf. Er hat sogar geladen. Aber vom Tiefgang könnte man meinen her, die Ladung wiegt weniger als Luft. Noch genau 100 Kilometer bis zum Rhein. So, da ist die nächste Schleuse in Sicht. Hoffentlich habe ich auch wieder Glück und einer hilft mir beim Schleusen. Wenn es wieder so eine blöde Schleuse ist. So, mein Ausstieg hat so ein Super Egoist verbaut. Er hätte sein Boot ja auch einfach hier anmachen können. Genug Platz. Aber nein, macht man einen Ausstieg zu. So, jetzt kann ich hoffen, dass diese Schleuse funktioniert. Ich hasse solche Ein- und Ausstiege. Schauen wir mal. So, das obere Schleuse taucht auf dem Wasser. Und ganz wichtig bei diesen kombinierten Schleusen, da muss man wirklich immer auf dem roten Knopf drauf bleiben, sonst macht es da unten immer wieder zu. Wenn ich tue, dann bleibt das Loch für die Fische offen und dann dauert es ewig. Da muss man wirklich drauf bleiben. So, schwupps, das Wehr umgangen und weiter geht's. Und ganz vergessen, loben zu erwähnen, dieser Architekt hat keine Brücke übers Wehr gesetzt.
dass man es allein nicht durchziehen kann. Respekt. Wir haben auch bald umfangreiche Sanierungsmaßnahmen anstehen. Da wächst schon ein Wald in der Mauer drin. So. Gerade so flachen Abschnitten ist so ein Fracht natürlich immer ein Highlight. Ich mag das gar nicht. Links und rechts flaches Gelände. Boah. Ja, gerade eben so ein Hilfsdiesel angesprungen. Das hat gequalmt da vorne. Das war eine Pracht. Dieses Boot macht geile Wellen. Das gefällt mir. Das sorgt für Heiterkeit. Naja, die sahen größer aus, als sie wirklich waren. Ja, jetzt kommt was Gescheites, aber naja. Nur eine kleine Notanlandung. Also in flachen Stellen hilft mir einzig ein Paddel rausstellen und durch. So. Nicht so oft schafft. Ich glaube, es wird ja ein bisschen bergiger. Das ist mal ein Palast. So. Um da auszusteigen, da hat es dann nochmal einen zweiten Arm, der hätte wohl da reingemusst. Na, fahre ich noch ein bisschen was zurück und fahre da rein. Das kleine Teil habe ich gar nicht ernst genommen. So, jetzt haben wir einen richtigen Eingang. So, eigentlich muss es unten auch wieder rausgehen. Schauen wir mal. Ja, hier ist echt ein riesen Sportboothafen. Der nimmt kein Ende. Sportboothafen stellt sich gerade einen ehemaligen Flößerhafen. Tatsächlich ein paar moderne Flöße. Da kommt ein monstergroßer Schwan entgegen. Ja. Hier ist der Witz des Tages. Das Tor ist zugesperrt.
Ja, leider sieht aus wie eine Empore hier, nicht gerade besonders berauschend, aber na bitte. Ups. Dann schauen wir mal, was ein Pompeianum ist. Hier unter der Brücke hat es einen gut eingewachsenen Park. Und da konnten wir auch ja, leider habe ich meine Maske vergessen, liegt im Kajak. Ich darf hier nicht rein. So, ich bin ins Pompeianum reingekommen, nachdem ich schmerzbefreit eine gebrauchte Maske gekauft habe. Habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass man auch da drin eine Maske käuflich erwerben kann. Was ich natürlich dann doch vorgezogen habe, mir eine Maske zu erwerben. Aber die muss man dann vor der Tür erwerben, nicht innen drin. Aber wie gesagt, es hat geklappt. Man hat hier auch an alles gedacht. So, jetzt gehe ich noch den einen Hohlweg da runter. So, die Alpenbesichtigung, die spare ich mir jetzt dann doch. Jetzt reicht's. Okay, Schloss können wir auch noch besichtigen. Ah, jetzt wieder ab aufs Wasser. Was nett, da hat noch ein paar kleine Tümpelchen drin. Das ist das untere Ende vom Garten. Ich habe gehofft, man käme da zum Main runter, aber das geht nicht. Aber ist auch nicht so wild. Zurück zur Brücke, die rüber geht und dann rüber. Zum Glück bin ich in Franken. Hier nimmt man die Kultursünde mit zum Mix zur Weißwurst nicht so schlimm.
Schieb und drück wie ein Schmied und was ist? Ich bin von mir selbst überrascht worden. So, wieder zurück auf den Fluss gerettet aus Aschaffenburg. Und weiter geht's, auf geht's. Da vorne um die Kurve, da springt die Ampel vom nächsten Wehr raus. Immer gut, wenn Sport da steht und blau ist. Ein richtiges nobles Anlandungsteil, riesengroß. Die Schleuse ist gut tief, ich brauche das lange Seil. Die Familie, die da ist, die schleust mich runter. Die ist ja arg groß. Nicht, dass das lange Seil nicht reicht, das wär's. Die Schleuse ist echt gut hoch. Jawohl, das Tor geht auf. Hurra! Freie Fahrt für mich. Und auch auf der anderen Seite hat die Schleuse einen Luxus-Ein- und Ausstieg. So, da hat der Angler einen fetten Zufallsfang gehabt. Wollte, glaube ich, auch auf Saibling, oder? Nö, wir wollten eigentlich nur so als Spaß mal ein bisschen hier so. Da sind so Rapfen und so, ne? Ja. So. Das ist schon. So, und dann war da so ein, ich habe schon drauf gehabt, so ein Flussmonster am Haken. Da kommt Brotpapa, ne? So, hier habe ich jetzt mein Lager aufgeschlagen. Da hinten gut kochen, auf dem Stein, der am Holz liegt. So, da kochen meine Nudeln. Ja, ich habe heute verdient.